Rennfeeling unter dem Sternenbanner. Patrick macht diesmal nicht den Tracktest unsicher, sondern ist auf der Suche nach einem amerikanischen Mythos. Heute bin ich unterwegs im Carmel Valley, Kalifornien, auf dem Weg zu einer der legendärsten Rennstrecken der USA, dem Laguna Seca Raceway. Laguna Seca Raceway. Da zockt's bei jedem Rennfahrer und PS-Junkie. Grund dafür? Der 3,6 Kilometer lange Kurs beheimatet eine der schwierigsten und gefährlichsten Kurven der Welt, die Corkscrew oder den Korkenzieher. Die legendäre Rennstrecke liegt etwa 2 Autostunden südlich von San Francisco. Wenn man mit einem Mercedes ML63 AMG unterwegs ist, sind es vielleicht auch nur 1,5. Der ML63 von AMG ist ja ein ganz nettes Auto. Aber für die Operation Corkscrew brauchen wir heute einen richtigen Korkenzieher. Wie wär's damit? Der SL65 AMG Black Series. Mit 670 PS der stärkste Serien-Mercedes aller Zeiten. Und 250 Kilogramm leichter als ein normaler SL65. Dieser Wagen ist wie ein Dämon auf 4 Rädern. Wehe, wenn der losgelassen. Der SL Made in Affalterbach ist fast so stark wie 2 Porsche 911. Dementsprechend behutsam geht Patrick in die Einführungsrunde. Erstmal an das Fahrzeug gewöhnen und an die Strecke. Laguna Seca, diese Rennstrecke, die bringt mich auf der Playstation zur Verzweiflung. Wann immer ich durch diesen Korkenzieher, Corkscrew, das ist eine der legendärsten Kurven fahre, fliege ich irgendwie ab. Entweder bin ich zu schnell oder zu langsam, dann überholen sie mich rechts und links. Das ist unglaublich und heute dürfen wir hier fahren. Laguna Seca, der Name ist Programm. Der ausgetrocknete See bietet die ideale Grundlage für den Rundkurs. Und heute muss Patrick im SL ran. Gleich kommt es zum ersten Aufeinandertreffen mit Kurve Nummer 8, der Corkscrew. Man weiß nicht, wo man hinfährt. Ich schaue einfach nur in den Himmel, sehe hier die Schilder, die runterzählen. Allmächtige, ey, die sind da bekloppt. Ey, was ein Chefturn. Tja, Patrick, das erste Mal vergisst man eben nie. Dr. Sommer, bitte kommen. Hier, der Korkenzieher, der ist ja was für Schwerstalkoholiker. Ja, da kommst du da hoch, da fährst du ins Land der Märchen, ins Niemandsland und auf einmal kommt da eine Nummer. Sehr geil, richtig chefig. Patrick hat in seinem Leben schon viele Kurven durchfahren. Aber diese nach unten abfallende, sich erst nach rechts und dann nach links windende Schikane hat mächtigen Eindruck hinterlassen. Genau wie der SL. AMG ist schon immer bekannt dafür gewesen, wirklich richtig massive Autos zu bauen. CLK, GTR, CLK, DTM, alles wirklich Maschinen, alle schon gefahren. Super geiles Niveau. Gerade der CLK GTR, ein Auto per excellence. Und heute der SL65. Mal schauen, was er so drauf hat. Kommen wir zu den Fahrleistungen. 0 auf 100 km/h, 3,8 Sekunden. 320 km/h Höchstgeschwindigkeit. Das Drehmoment ist elektronisch auf 1000 Newtonmeter begrenzt. Yes! Sonst würde der Antriebsstrang draufgehen. Beschleunigen, da geht schon mal richtig vor. Die Bremse, verzögern. Auch schön gemacht hier. Display, Drehzahlmesser, der nochmal so auch so Leuchtdioden hat, die den Fahrer jetzt hier hinweisen. Freund, jetzt muss geschaltet werden. Und dann kann man verschiedenen Fahrstufen, manuell 1, manuell 2, nochmal mit verkürzter Schaltzeit entsprechend wählen, wie schnell der Gangwechsel vollzogen wird. Das Ganze zwar im Automatikkleid, aber ich denke, das ist für so einen Mercedes hier in Ordnung. Die Schonfrist ist vorbei. Zeit, die Corkscrew nochmal richtig zu attackieren. Bergauf unter der Brücke durch, dann heißt es nochmal kurz bremsen. So, und jetzt geht's zum Korkenzieher hoch. Und dann wollen wir mal schauen, über die Kuppe, wir fahren jetzt nichts. Und dann wird gebremst, richtig runter den Apparat. Mann, der reagiert wunderbar. Einlenken, bisschen untersteuern, um die Ecke rum. Und wir sind durch. Ja, jetzt schön. Mein lieber Herr Gesangsverein. Das Auto lässt sich wirklich super präzise fahren. Bisschen untersteuern beim Einlenken, aber nach 2, 3 Runden der Reifen ein bisschen Temperatur bekommen hat. Sauber wirklich beim Einlenken.
Und klar, wenn man ans Gas geht mit zu viel Leistung, irgendwann kommt ein bisschen das Heck. Aber das lässt sich schön dosieren. Wohlgemerkt, alles ausgeschaltet und das muss man wirklich auch ganz klar sagen. Top-Kompliment nach Falterbach, dass man auch hier wieder den Mut bewiesen hat, 670 PS wirklich von der Kette zu lassen. Zwei Gründe, warum ich in die USA gefahren bin. Der eine, Laguna Seca, da muss ich ganz klar sagen, Corkscrew ist einfach eine Kurve atemberaubend. Der zweite Grund, SL65 Black Series von AMG. Auch da muss ich ganz klar sagen, gute Nummer. Das Auto hat mit dem normalen SL65 überhaupt nichts gemein. Komplette Neuentwicklung, riesige Spurverbreiterung, ja, und nicht nur die Spur einfach breit gemacht, sondern Kinematik geändert. Das Auto wirklich absolut rennstreckentauglich gemacht und das merkt man beim Fahren. Das Ding hat einen Grip. Keine Ahnung, wo dieses Auto so viel Grip hergeneriert. Wenn man ihn da so stehen sieht, man muss wissen, was es für einer ist. Ansonsten kann er schon relativ martialisch wirken. Also das Auto ist relativ flach und irrsinnig breit. Wenn man weiß, was dahinter steckt, sagt man, okay, ansonsten könnte man fast schon so ein bisschen sagen, wow, ganz schön harte Kiste, mein lieber Freund. Die Corkscrew und der SL65 AMG Black Series. Der Korkenzieher ist eine Legende, der SL könnte eine werden. Schon die limitierte Stückzahl von 350 und ein Preis von über 300.000 € tragen ihren Teil dazu bei.